An diesem Freitag und Samstag steht beim EU-Sondergipfel in Brüssel ein wichtiges Thema auf der Agenda. Das finanzielle Hilfspaket für europäische Länder, die besonders von der Corona-Krise betroffen sind. Aber was genau hat es damit auf sich? Klar ist, einige EU-Nationen werden deutlich geschwächter aus der Corona-Krise hervorkommen als andere. Südeuropäische Länder wie Italien oder Spanien waren schon vor der Pandemie hochverschuldet. Und nun droht ihnen gar der Staatsbankrott. Auch wirtschaftlich schwächer entwickelte Länder in Osteuropa sind gefährdet. Greift man diesen Ländern jetzt nicht richtig unter die Arme, droht das, unseren europäischen Wirtschaftsraum zu zerreißen. Dass das nicht passiert, daran haben auch die wirtschaftlich starken Länder wie Deutschland ein Interesse. Ein gut geschnürtes, gemeinsames Hilfspaket hält den EU-Binnenmarkt zusammen und damit auch den Euro und letztlich die Europäische Union. Dafür ist die EU-Kommission bereit, eine Menge Geld zu investieren, nämlich 750 Milliarden Euro. Aber worüber wird eigentlich gestritten? Innerhalb der EU gibt es unterschiedliche Ansätze, wie und unter welchen Bedingungen das Geld an einzelne Länder ausgezahlt werden soll. Zentral dabei ist, ob und in welchem Verhältnis die Gelder als Zuschuss oder als Kredit ausgezahlt werden. Zuschüsse waren Teil des ursprünglichen Plans von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Italien und Spanien befürworten das. Kein Wunder, denn als Zuschuss ausgezahlte Hilfsgelder müssen nämlich nicht von einem Land direkt zurückgezahlt werden, sondern werden von der EU gemeinschaftlich beglichen. Das lehnen Länder wie die Niederlande, Österreich, Schweden und Dänemark ab. Die selbsternannten sparsamen Vier wollen die Hilfsgelder als Kredite vergeben. Die müssten dann von einem Empfängerstaat selbst wieder vollständig zurückbezahlt werden. Auch über Vergabekriterien, den Zeitplan der Auszahlung der Hilfsgelder sowie die Tilgung der Schulden ist man sich noch uneinig. Aber kommt es denn wirklich schon zu einer Entscheidung? Für eine Entscheidung ist eine einstimmige Abstimmung aller EU-Mitgliedsländer nötig. Davon war man beim letzten EU-Gipfel Mitte Juni aber noch meilenweit entfernt. Experten zufolge könnte nun aber ein echter Durchbruch bei den Verhandlungen bevorstehen, zumal die EU-Vertreter jetzt auch wieder physisch in einem Saal verhandeln dürfen. Das wird auch höchste Zeit. Denn viele EU-Länder brauchen Planungssicherheit. Außerdem soll das Rettungspaket eng mit dem neuen gemeinsamen EU-Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027 verknüpft werden. Und der muss bis Ende des Jahres stehen. Aber welche Rolle spielt eigentlich Deutschland bei dem Ganzen? Unser Land hat aktuell die EU-Ratspräsidentschaft inne. Das bedeutet, es ist zwangsläufig Deutschlands Aufgabe, eine Kompromisslösung in Sachen Finanzhilfen aktiv mitzugestalten. Eine schnelle Einigung im Streit über die EU-Finanzhilfen wäre da ein Erfolg. Kanzlerin Angela Merkel hat bereits erste Signale einer Einigkeit an ihre EU-Kollegen gesendet, als sie sich kürzlich mit den Staatschefs Italiens, Spaniens und der Niederlande getroffen hat. Kommt am Wochenende eine Lösung zustande, macht sich Merkel damit selbst ein kleines Geschenk, denn unsere Kanzlerin wird am Freitag 66 Jahre alt.